Hallo zusammen! Habt ihr Lust, Quilten mit dem Lineal von Anfang an zu üben? Ihr traut euch nicht so richtig ran und wisst gar nicht, wie ihr das anfangen sollt? Dann seid ihr hier jetzt genau richtig. Bei diesem schon sehr komplexen Motiv haben wir kurze Strecken, die wir immer wieder korrigieren können, bei denen wir immer wieder neu ansetzen können. Und wir haben mit dem Motiv genügend Raum, um sicher in dem Umgang mit dem Lineal zu werden. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn wir an unserer Nähmaschine mit dem Lineal quilten wollen, brauchen wir ein Lineal und wir brauchen ein Nähfüßchen, das mit unserem Lineal einsetzbar ist. Unser Nähfüßchen weist einen hohen Zylinder auf, den wir an unser Lineal anlegen können. Dazu muss unser Lineal eine bestimmte Dicke haben. Wenn das Lineal zu dünn ist, rutschen wir mit unserem Nähfüßchen über unser Lineal hinweg. Wenn unser Lineal zu hoch ist, dann blockiert unser Lineal unser Nähfüßchen. Eine Dicke zwischen ca. 3 bis 5 mm ist da ganz wunderbar. Mein Nähfüßchen ist von W6, da ich mit der W6 N9000 QPL arbeite. Das hat hier nochmal eine extra Einstellschraube, dazu findet ihr ein Video hier oben in der Ecke. Mein Lineal ist von Silesian Quilt. Wie soll das Ganze denn nun praktisch funktionieren? Wir nehmen uns einmal ein Blatt. Wenn wir mit einem Lineal und einem Stift arbeiten, dann fahren wir mit unserem Stift am Lineal entlang und kopieren die Form, die wir gerne kopieren möchten. Hier unseren halben Kreis. Bei unserer Nähmaschine geht das nicht. Unsere Nähmaschine, unsere Nadel ist starr. Das heißt, wir müssen unter der Nadel unser Papier oder unseren Stoff bewegen. Ich lege mein Lineal an, meine Nadel fixiert einen Punkt und wir bewegen unseren Stoff unter der Nadel und kopieren nun unseren Kreis. Damit das funktioniert, muss mein Lineal verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Unser Lineal darf nicht einfach über unseren Grund hinweg gleiten, es muss ja unser Papier mitbewegen. Das macht das nicht von alleine. Damit das funktioniert, setzen wir Haftpunkte auf die Rückseite unseres Lineals. Dazu gibt es Silikonpunkte, die ihr aufsetzen könnt. Ich verwende hier kleine Schmirgelpapierpunkte. Für mich funktioniert das ganz wunderbar. Unsere Haftpunkte setzen wir auf unser Papier, hier gleich auf unseren Stoff. Und nun können wir unser Lineal nehmen und bewegen unser zu quiltendes Teil, unseren Stoff oder unser Papier über hier nochmal einen extra ausgelegten Haftgrund. Darüber bewegt sich das besonders leicht. Das sind die Grundvoraussetzungen, die ich haben möchte. Wenn ich das einmal habe, kann ich meine Nadel ansetzen, mein Lineal, Füßchen an mein Lineal ansetzen und kann das Ganze einfach bewegen. Das möchten wir jetzt gerne mit einem schönen Motiv machen. Wir haben also hier unsere Kreisschablone und wenn wir uns die einmal anschauen, haben wir einen äußeren Kreis und einen inneren Kreis. Wir haben zwei verschiedene Kreisgrößen. Wir haben in Achtel eingeteilte Linien, die uns helfen, unser Lineal immer vernünftig anzusetzen. Wir möchten Halbkreise zeichnen. Das heißt, wir fixieren die Mittellinie, wir fixieren unsere Halbkreislinien, wir setzen unser Lineal und unser Linealfüßchen aneinander an und wir bewegen unser Papier, Reihe für Reihe. Diesem Prinzip möchten wir gerne folgen. Dazu spannen wir unser Nähfüßchen in die Maschine ein. Wir nehmen unser Lineal, wir nehmen unser vorbereitetes Sandwich. Ich spanne das Ganze ein und wir sehen uns so sofort an der Nähmaschine wieder. Unser Motiv sieht ziemlich komplex aus. Wir haben Halbbögen, die wir mehrfach nähen. Wir haben Viertelbögen, die wir dazusetzen und wir haben Tropfen. Und all das möchten wir als Anfänger nähen. Warum? Wir haben kurze Linien. Kurze Linien lassen sich besser korrigieren. Wir haben hier zum Beispiel, habe ich einen Fehler eingenäht, der in dem Motiv gar nicht mehr auffällt. Und ich starte mit der nächsten kurzen Linie wieder neu und kann versuchen, die nächste Linie besser zu treffen. Wir nähen jede Linie 3-mal ab. Das heißt, wenn ich wie hier einmal nicht ganz genau meine Linie treffe, dann ist das gar nicht schlimm, denn die Hauptlinie bleibt bestehen, weil wir 3-mal über diese Linie nähen. Und wir haben viel Raum und Zeit zum Üben. Wir möchten aber nicht so komplex starten, wie wir das ganze Motiv hier vorfinden. Wir orientieren uns einmal an unseren Linien. Wir möchten Halbbögen nähen.
Wir haben Achtellinien eingezeichnet. Wir nehmen also unsere beiden Halbbögenlinien und legen die zu unseren schon genähten Bögen an. Hier unten haben wir eine Viertelbogenlinie. Die Viertelbogenlinie legen wir genau an der Schnittstelle beider schon genähten Bögen an. Und diesen Bogen nähen wir nun 3-mal ab. Dabei achten wir darauf, dass wir immer ein bisschen Zug aufbauen. Nicht viel, dann machen wir unser Füßchen, unser Lineal und unsere Nähmaschine kaputt, sondern nur ein bisschen Zug, dass wir merken, unser Nähfüßchen lehnt sich an unser Lineal. Und wir achten darauf, dass wenn wir nähen, unsere Nadel steckt in einem Kreis. Unsere Nadel steckt in der Mitte und sie ist 1/4 Inch in jede Richtung von unserem Kreis entfernt. Wir achten darauf, dass wir nicht unser Füßchen genau an dem zu nähenden Punkt anlegen, sondern immer 1/4 Inch darüber hinaus. Wir starten. Wir haben beide Linien gut angelegt. Wir haben den mittleren Punkt und wir legen los. Nähen einmal bis zum nächsten Bogen und wir nähen wieder zurück. Hier haben wir einen kleinen Versatz, der ist völlig in Ordnung und wir nähen zurück. Damit fangen wir an. Wir nähen zuerst einmal mehrere Bögen. Wir schieben unser Lineal weiter, der Viertelkreisbogen, unsere Halbkreisbögen. Wir legen das Ganze wieder passend an, senken unser Füßchen ab und nähen erneut. Bis zu unserem Punkt. Wir schieben das Ganze wieder weiter. Der Viertelkreisbogen, unsere Halbkreisbögen, senken das ab und wir nähen. Moment, ich halte das mal anders. So. Das machen wir Bogen für Bogen. Die Lineale habe ich euch unter dem Video verlinkt, falls ihr mit den gleichen Linealen arbeiten möchtet. Findet ihr die Angaben unter diesem Video. Wir nehmen einmal unser Füßchen ab. Das Ganze schaut nun so aus. Wenn wir genügend Bögen genäht haben und langsam sicherer werden, können wir versuchen, dieses Innenleben dazu zu nehmen. Dazu nutzen wir diesen Achtelkreis. Wir legen die eine Achtellinie ans Füßchen und die nächste Achtellinie zu unserem Punkt. Und von hier aus starten wir erneut. Nähen das einmal lang, fahren wieder zurück, kippen das ein bisschen rüber und fahren wieder zurück. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und schieben das ein bisschen weiter. Mit unserem Linealfüßchen können wir ebenso frei quilten. Das heißt, wir halten nun ganz wie gewohnt unseren Stoff fest und quilten einen kleinen Tropfen. Und wir sind wieder an unserem Startpunkt und von hier aus können wir nun unseren nächsten Bogen nähen. Und wir starten erneut. Ein Bogen. So, und jetzt haben wir hier einen richtig schiefen Bogen. Wir quilten einmal weiter, bis wir genau zu der Stelle sind, um hier dann unsere Tropfen anzusetzen. Ihr seht den schiefen Bogen, wir gehen einfach weiter. Das ist jetzt nicht die leichteste Anfängerübung überhaupt und die soll auch gar nicht super leicht sein. Die soll ganz viele Wiederholungen beinhalten, damit man beim Quilten sicherer wird. Und ich finde auch immer nett, wenn es da noch schon ein schönes Motiv gibt. So, hier sind wir nun an unserer super schiefen Stelle angekommen. Und hier setzen wir nun einfach wieder mit unserem Motiv an. Wir nehmen unseren Achtelbogen,
Nähen ihn einmal ein. Vergrößern den. Nähen den auf der anderen Seite ein. Vergrößern auch hier den Bogen. Wir quilten unseren Tropfen. Und wir nähen die nächste Linie. Wir haben den ersten Teil von unserem schon sehr komplexen Motiv für Anfänger fertig. Startet mit einfachen Bögen, bringt nach und nach eure komplexen Elemente mit hinein und denkt daran, überall da, wo Fehler passieren, diese Fehler gehen in der Masse der gequilteten Linien unter. Die sieht nachher kein Mensch. Es muss nicht perfekt sein. Quilten ist wie eine Handschrift und all die kleinen Fehler, die ihr mit einbauen werdet, lassen euer Motiv nachher lebendig wirken und so sollte das auch aussehen. Also verzweifelt nicht, wenn die ersten Bögen nicht wirklich so toll werden. Ich hoffe, ihr gebt der Sache eine Chance und probiert das Ganze mal aus. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie euch ergangen ist. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr dann einmal Daumen hoch drückt und vielleicht abonniert. Wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!